Grüß euch, da ist wieder Rucksacktaxi. Heute wieder am Parkplatz von der Mariandelalm im Ursprungtal. Und ich gehe heute mit euch nicht wie das letzte Mal hinter mir auf, sondern gegenüber. Erst einmal Richtung Mariandelalm und dann biegen wir aber rechts ab Richtung Ascherjochalm, Semikopf. Dann sägt man runter auf die Dreinsalm. Da gehen wir aufs Dreinsjoch rauf und dann möchte ich heute den Grat zur Mariandelalm umgehen, Richtung Nesselberg. Und die Runden habe ich bei Ludwig wandert gesehen. Da habe ich mich gewundert, warum geht das in der Richtung, weil es ich, so wie heute, schon voriges Jahr geplant habe. Und am Schluss, lustigerweise, hat er noch gesagt, eigentlich hätte es andersrum gehen können, dann kann man am Schluss an der Mariandelalm einkehren. Naja, ist egal wie, im Sommer geht es so, wie es der Ludwig gemacht hat. Da kann man an der Dreinsalm einkehren. Oder jetzt im Frühjahr, soweit ich weiß, hat die Mariandelalm, wenn überhaupt, nur ganz kurz zu. Da könnt ihr aber nachschauen. Ihr wisst ja, Touren von Rucksacktaxi, da findet man alles rund um meine Touren. Und da findet ihr auch, wann die Hütten offen haben. Ich würde sagen, wir gehen uns heute gegen den Uhrzeigersinn. Auf geht's! Zur Mariandelalm sind wir bei meinem letzten Mal darauf gegangen, über den kleinen Steig. Und da werden wir später runterkommen. Das heißt, ab da, wir sind jetzt auf 900 Meter grob, ist für uns Runden. Und wir halten uns jetzt da rechts um. Und dann werden wir erst Richtung Ascherjochalm aufgehen. Und das mit den Bären an die Baum ist scheinbar wirklich als Wegweiser gemeint. Es ist schon krass, in so einem Bach soll im Frühjahr jede Menge Wasser laufen. Und es ist wirklich absolut trocken. Aber wenn man oft das Gefühl hat, dass es geregnet hat oder so, im Verhältnis ist das rein gar nichts. Da gehen wir jetzt links Richtung Mariandelalm. Wir gehen aber rechts weiter Richtung Ascherjochalm. Der Nebel zirkt vorbei und wir sind durch auf die Mariandelalm. Da werde ich dann von rechts oben runterkommen, Richtung Nesselberg und aber vorher hinter dem Baum im Vordergrund runter geht zur Mariandelalm. Da geht es wirklich gleichmäßig auf. Der Nebel zirkt, ganz eine eigene Stimmung heute wieder. Und jetzt bin ich schon gespannt, ob sich das Ganze bis um 11 erledigt, ob es dann wirklich aufreißt. Beim Herfahren habe ich mir schon gedacht, naja, vielleicht doch den falschen Tag ausgesucht. Da hat es sogar leicht genieselt. Aber glücklicherweise bloß so um Orbling und Bad Feilenbach rum. Wie ich dann einen Ursprungpass hintergefahren bin, hat die Sonne wieder ein bisschen rausgeschaut. Wir sind so in etwa bei einem Drittel von unserer Tour. Was das Ski betrifft, läuft es. Heute läuft er gut, der Motor. Und da oben sehe ich Anlass zu großer Freude.
Es wird doch deutlich heller und jetzt könnte man schon fast vorstellen, dass ich am Gipfel, der da noch deutlich in die Wolken steckt, dass ich vielleicht eine Sonne habe. War ja schön. Wir haben die Ascherjoch-Alm erreicht. Und da steht so geschrieben, wie es für uns weitergeht. Wir gingen links rauf Richtung Dreinsalm und Dreinsjoch. Ich habe es gar nicht mehr so gar in Erinnerung. Das Stückerl Steig ist von der Ascherjoch-Alm weg, ist das gleich ganz schön steil, das zieht schon ein bisschen an. Und Pracht ist halt die ganzen Schusternagel, eine kleine Enzianart, die man da rauf wieder sieht, und auch vereinzelt der blaue Enzian dazwischen, der größere. Die Markierungen sind da schon ein bisschen abgewidert, also jede sieht man nicht. Und dass das auch nicht so viel begangen ist, das erkennt man ganz klar, dass keine so eindeutige Spur oft zum Sehen ist. Man muss also selber wieder ein bisschen weiter vorausschauen und einzelne Stellen kennt man es dann doch wieder. Da ist auch wieder ein Schildl, das auf Mutterkuhhaltung hinweist. Und ich kann euch nur raten, gerade jetzt im Frühjahr, wenn die Kühe wieder frisch auf die Alm kommen, ich habe es schon erwähnt, kann man nicht oft nur sagen, beachtet jetzt ein bisschen, die müssen eine Rangordnung noch finden. Und gerade mit Hund ist das schwierig. Das muss gar nicht euer Hund sein, der ja folgt oder der vielleicht sogar an der Leine ist, so wie sich das gehört, sondern es geht um das, dass eine Kuh generell Hund nicht mag, wenn ein Kälberl in der Nähe ist. Dann wird sie es verteidigen. Und bei einer Kuh weiß man nicht, wo die Schwelle ist. Also da heißt es wirklich aufpassen jetzt auf die Almer, wenn Kühe da sind oder speziell wer da auf Mutterkuhhaltung hingewiesen wird, dann ist das ein bisschen eine eigene Nummer. Ich habe zwischen Breitenstor und Geigelnstor sogar mal gesehen, wie eine Kuh auf eine Frau losgegangen ist. Ich schätze mal, sie hat einfach hier Angst gekrochen. Darum sage ich, Angst muss man nicht haben, aber einen gesunden Respekt vor 400 Kilo, die da auf einen zukommen. Wir erreichen gerade das Ascherjoch oder einen Semikopf. Das ist kein Gipfel, ihr wisst es ja noch vom Schönfeldjoch. Das ist oft bloß eine kleine Erhebung, die dann ihren Namen kriegt. Das Navi schimpft gerade, ich habe die Route verlassen, die ist 50 Meter hinter mir. Dabei weiß ich gar nicht, dass ich bloß jetzt da auf der Straße gehe, weil die Wiesen darunter ziemlich rutschig war.
da steht jetzt alles so geschrieben. Ursprung Traiensalm, und das habe ich letztes Mal gar nicht wahrgenommen, dass man da eine einfachere Variante links runter abkürzen kann zur Mariandelalm. Aber ich möchte heute oben rüber, und das Traiensjoch ist jetzt erst einmal mit 35 Minuten angeschrieben. Das Gipfelkreuz ist in Sicht. Und jetzt haben wir bloß noch ein steinige Stelle zu überwinden. Die ist auch nicht tragisch da rauf. Was ein bisschen überrascht ist, wie trocken das heute ist. Es sind nur ganz wenig Stellen dabei, die ein bisschen schmierig sind. Die dunkle Erden da unten. Aber alles, was da ist schon super zum Aufgehen. Wie wir sehen wir nichts. So ist es halt manchmal, wenn man am Gipfel ankommt. Und es pfeift auch ganz schön. Vielleicht macht es auf dem Weg über den Graden über dann noch auf. Dann werden wir da auch noch mal ein bisschen schauen können. Aber im Moment schaut es nicht danach aus. Ich halte mich jetzt am Gipfel am Traiensjoch gar nicht lange auf, weil doch ein rechter Wind geht. Und beginne praktisch gleich einmal mit dem Abstieg. Ich habe gerade ganz was Seltsames gehört. Darum bin ich jetzt ein bisschen im Schleichgang unterwegs. Ich meine, dass ein Vogel sein kann und der macht so ein komisches Guluck oder so ähnlich. Es kann natürlich sein, dass sich durch den Nebel ein bisschen verfälscht wird, dass er weiter weg ist, oder da sitzt was im Gebüsch, wo ich aber im Moment natürlich auch nichts ausmachen kann. Mal schauen. Mit den Barfußschuhen kann ich wahrscheinlich besser schleichen, aber besonders laut bin ich allein natürlich auch nicht. Es ist ja wirklich schade, dass es jetzt nicht ein bisschen aufreißt. Aber ich glaube, ich kann euch da ein Video empfehlen, außerhalb von meinem Kanal. Schaut einmal beim Ludwig rein, der hat da mehr wieder Glück gehabt. Und dann könnt ihr euch das da herum genauer anschauen. Wie der Teil darüber ausschaut, er ist halt in eine andere Richtung gegangen.
Naja, ich habe mir heute ein bisschen mehr verhofft. Allerdings muss ich auch zugeben, für morgen, für den Sonntag, war eigentlich das bessere Wetter angesagt. Nur ich wollte natürlich die Massen entgehen. Und naja, Ziegegrad muss ich die Kamera wegpacken. Da steige ich nicht mit der Kamera runter. Und wollte heute den Tag nutzen, wo es halt vielleicht ein bisschen später aufmacht. Der Grenzstor Nummer 73. Wir sind, wenn wir jetzt links schauen, in Bayern, ja, wo man nichts sieht. Und wenn man rechts rüberschaut, wo man nichts sieht, da sind wir in Tirol. Also mit der Sicht, das habe ich schon ein bisschen aufgegeben. Aber ich muss sagen, das ist ein richtig schöner Steig darüber. Und wie der Andi ja sagt, von Radlwadl, auch ein befreundeter Kanal von mir, mengen muss man es halt. Ja, da hat er recht, das ist bestimmt nicht für jedermann geeignet. Sage ich euch, was ist. Darüber muss man wirklich trittsicher sein. Ihr habt ja vielleicht ein bisschen, hat man schon gesehen, die zwei felsigen Steine, wo man da runter steigt. Das muss einem liegen. Darunter muss man jetzt wirklich aufpassen. Diese dunkle Erden, die hat es in sich, die ist echt rutschig. Vor allem, wenn man jetzt auf so Erden draufsteigt und dann kommt wieder ein Felsen, auf den man draufsteigt, dann hat man das Zeug noch im Profil drin hängen. Man muss schnell sein, wenn wir mal eine Aussicht haben. Wir sind schon auf dem Weg runter Richtung Mariandelalm. Da geht es jetzt natürlich noch ein Stück weiter an dem Grat Richtung Nesselgraben rüber. Und dann gehen wir links rein und dann mal schauen, ob ich einkehre heute oder ob es vielleicht eine Brotzeit unterwegs gibt. Na, ihr seht ja, Gipfelaussicht ist schon was Schönes, gell? Aber wenn keiner da ist, geht man halt ein paar Meter runter, die Grenzstor, was war es denn für einer? Das war jetzt der 75er. Ist auch ein guter Sitzplatz und die Aussicht ist auch da, wunderbar. Und jetzt steige ich weiter ab Richtung Nesselberg und vorher links runter zur Mariandelalm.
Ja, das war jetzt eine gemütliche Einkehr an der Mariandelalm und jetzt gehe ich wieder runter. Da geht es jetzt ein Stückerl Straße und dann kann man wieder abkürzen auf den Steig. Ich werde natürlich einen Steig runtergehen. Mir ist es einfach lieber. War jetzt letztendlich trotzdem eine schöne Runden und da oben fast ein bisschen ein magischer Ort, möchte ich mal sagen. Wenn man so an dem Grat entlang runtergeht, am Gipfel war ja leider gar keine Weitsicht und da auf einmal macht es dann auf und da hinten in das Tal rein, in das Nesseltal rein, heißt es glaube ich, das ist wirklich eine bergige Aussicht auch gewesen. Hockt man sich auf so einen Grenzstein hin und schaut einfach, es war wirklich extrem ruhig und schön da. Also muss nicht immer der Gipfel sein. Und ich habe es ja gesagt, schaut mal bei Ludwig, wandert eine, macht wirklich brutal schöne Videos. Ich glaube, er hat von Film und Video einfach nur ein bisschen mehr Ahnung wie ich. Das macht ja nichts, bei mir geht es um die Wegdokumentation und ich hoffe, ihr habt es gesehen, da oben rüber muss man schon wissen, was man tut. Die Trittsicherheit ist absolute Bedingung, ohne das funktioniert es nicht. Und der Abstieg jetzt von der Mariandelalm ist dafür total einfach. Den Grat oben rüber muss man aber nicht nehmen. Es geht eben unterhalb, da wo man zur Dreiensalm gehen kann und zum Gipfel hinauf, kann man auch die einfachere Variante zur Mariandelalm hergehen. Also ist es auch für Leute interessant, die jetzt sagen, ja, die Gratwanderung packe ich vielleicht nicht. Aber das andere, das ist gut machbar. Das ist ein relativ einfacher Weg darüber, den man von dem Sattel bis daher gehen kann. Und jetzt steige ich noch das letzte Stück ab. Ich werde vielleicht noch ein paar kleine Fetzen an Aufnahmen mitnehmen. War für mich wieder ein wirklich gelungener Tag, auch wenn nicht der strahlende Sonnenschein im Vordergrund gestanden ist. Speed to the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us. So, wir sind herunten an dem Bankerl, da wo wir vorher, wo ich gesagt habe, links bin ich schon mal aufgegangen. Da werden wir runterkommen. Also die Runde ist beendet. Ich sehe gerade, das ist ein reiner Seiteneinsteiger, weil von vorn werden die wenigsten raufkommen. Du musst von der Seite nach mitten reinrutschen. Naja, also ein bisschen was habe ich ja schon gesagt. Fazit ist eine wunderschöne Tour, auch mitten im Nebel und trotzdem am Schluss mit Aussichtspunkt, wo wirklich kein Wind gegangen ist. Es war wunderbar an der Stelle. Naja, ich bin natürlich höhenmetermäßig war ich niedriger, aber auf dem Grat siehst du halt immer auf zwei Seiten aus. Es ist wirklich schön, man kann halt von verschiedenen Seiten aufgehen. Darum sind wir heute schon, auch mit dem Wetter, einige Leute runtergekommen, die vom Nesseltal raufgegangen sind. Man kann von Landlauf gehen, man kann vom Giersenbach-Parkplatz in Kiefersfelden aufgehen oder halt noch, wie ich heute, aus dem Ursprungtal vom Parkplatz der Mariandelalm. Den Weg da runter brauche ich jetzt nicht mehr zeigen. Das ist ja genau dasselbe wie beim Raufgehen. Ich hoffe, euch hat die Runden auch wieder gefallen. Für mich war es echt eine schöne Tour, auch wenn es oben ein bisschen fordernd war. Aber naja, ich verstehe mich schon auch als Bergsteiger und genau deswegen mag ich es ja auch. Ich verabschiede mich wieder und sage danke fürs Zuschauen. Vergesst bitte nicht, den Kanal zu abonnieren und viel Spaß beim Nachwandern. Schaut euch einmal die Liste Touren von Rucksacktaxi an. Sie ist sortierbar, filterbar. Ihr könnt euch besser informieren als wir nur in einer Wander-App.